Hi Leute, willkommen zu Dragon Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Also Leute, bevor ich jetzt anfange, weil ich heute mal wieder baue, möchte ich mich bei allen bedanken. Also momentan, ich komme kaum echt noch zu Videos machen. Ihr bombardiert mich mit Aufträgen, Leute. Ich freue mich echt, aber ich komme kaum noch zu Videos zu machen. Ne? Also, ist eine tolle Sache, aber wie gesagt, ich muss jetzt gucken, dass ich die Videos wahrscheinlich dann nicht auf einen Teil mache, sondern wieder über mehrere Teile, weil ich zeitlich teilweise ja nicht schaffe. Also habt ein bisschen Verständnis, wenn dann bei manchen Sachen dann mehrere Teile wieder kommen, weil ich halt zeitlich nicht schaffe, alles in einen reinzutun. Naja, so, dann fangen wir mal an. Und zwar, heutiges Thema wird sein, ich will eine Laterne bauen. Ich habe mir da ein bisschen was Elektrik besorgt. Ihr kennt mich ja, ich bin ja, was Elektrik angeht, eine totale Lötlampe. Und habe mich dann ein bisschen umgeguckt. Und zwar habe ich bei Amazon, soll jetzt keine Werbung sein, ich kriege da auch nichts für, habe ich hier so Lampen entdeckt. Ich zeige euch das. Ich finde die Dinger total geil. Die werde ich wahrscheinlich auch in meine Fackeln verbauen. Und zwar haben die Dinger eine Fernbedienung. Und da könnt ihr so einen Flammeneffekt machen. Ne? Kann man auch noch anders schalten, ne? Aber wie gesagt, da muss man gucken, ich kenne mich noch nicht mit dem Ding aus, wie das alles so geht. Aber ich finde das schon richtig geil. Da kann man dann auch irgendwie heller machen, dunkler. Ich finde das super. Naja, egal. Auf jeden Fall, das Ding habe ich mir jetzt gekauft. Und habe mir überlegt, mal abgesehen von den Fackeln, hatte ich ja schon sowieso länger vor, eine Fackel, Leute, eine Laterne zu bauen. Hab jetzt mich mal hingesetzt, ich sag jetzt mal auf die Schnelle, und hab da mal ein bisschen was zusammengebastelt. Dann bleibt dran, soll euch das Thema interessieren. Dann fange ich mal an, euch das Ganze zu erklären. In dem heutigen Teil werde ich dann nur den Rohling bauen und danach wird das Ding dann gepinselt. Na? Wie gesagt, muss ich leider jetzt auf mehrere Teile verteilen. Wie gesagt, bleibt dran. Na? Könnte interessant werden. Ich weiß selber noch nicht, wie es nachher aussehen wird. Aber die Dinger finde ich schon mal total geil. Dann legen wir mal los. Und zwar habe ich schon so ein paar Sachen hier vorbereitet. Sieht ein bisschen wieder aus wie Kraut und Rüben. Ist so ein bisschen schon vorbereitet. Also nur, ich muss es erstmal sortieren. Das hier ist ein Stück Matte. Da hatte ich dann mit dem Zollstock einfach so angelegt. Also hier oben nicht, aber unten irgendwo. Und habe dann hier mit einem Locheisen einfach Löcher reingemacht. Ne? Also das ist ein bisschen kleineres. Aber ja, habe dann quasi die ganzen Dinger mal behalten. Da kann man natürlich noch ein paar Nieten rausmachen. Und habe das jetzt angepasst an die Größe. Bin hingegangen. Ich werde das mal hier alles so ein bisschen auseinanderklabaustern. Die Kordel, die brauchen wir auch noch. Also nicht erschrecken, dass die blau ist. Die werde ich wahrscheinlich noch durch was anderes austauschen oder anpinseln. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Das Licht habt ihr ja schon gesehen. Das tue ich erstmal auf Seite. Obwohl, ne, da braucht man noch zur Erklärung. Das Ding, wie gesagt, das habe ich dann angepasst an den Durchmesser. Den Durchmesser von dem Ding hier habe ich eine Patexdose genommen. Einfach auf der Matte eine 10er gestellt, rumgemalt, ausgeschnitten. Ne? Und habe das Ganze dann hier drauf angepasst. Nur das wollte ich jetzt nicht unbedingt euch noch antun, weil schon hat bald wieder eine Blase dran von dem Locheisen, ne, wenn man die Löcher dann ausstanzen lässt. So, wie gesagt, das Ding ist dann quasi für also der Schirm. Planung ist, hat man das dann so überlegt. Habe dann noch 2 Ringe nochmal gemacht. Und zwar dann 3 nochmal in der Größe, ne, stimmt nicht Leute, 4. 4 aus 10er Matte. Dann bin ich hingegangen, habe dann für die Dinger hier, bin ich einfach hin, habe einen weißen Edding hier rum und habe dann das mittlere hier ausgeschnitten, also quasi hier. Ja. Das wird dann so ein bisschen sein, dass das Ding hier ein bisschen Führung hat und nicht so hin und her wabbelt. Ja. Das Teil, das wird dann quasi, wird dann hier so drauf, das wird der Deckel. Den klebe ich auch drauf. Und dann bin ich hingegangen. Von diesen Teilen hatte ich ja 2. Beziehungsweise 3. Aber 2 brauchte ich ja. Ja, 2. Das weiß ich noch nicht, ob ich das noch brauche. Da muss ich jetzt gucken. Und zwar habe ich mir überlegt, da kommt jetzt quasi, die kommen jetzt hier so dran. Das wird ja dann mit dem Teil verklebt.
Dann mache ich hier noch mit Fliegengitter, deshalb hier auf das Fliegengitter so ein bisschen Verstärkung, dass die Kordel nicht ausreißen kann. Und dann habe ich mir überlegt, kommt dann aus einer 6er Matte, ich hoffe das ist 6er, dasselbe nochmal, aber das zeige ich euch dann jetzt gleich, quasi als Deckel, der dann über die Kordel mit diesen Löchern verbunden ist, damit man quasi die Elektrik hier wieder rausholen kann, um die aufzuladen. Soweit der Plan. Ich habe das Ding vielleicht auch ein bisschen hoch gemacht, also bis hier hätte wahrscheinlich auch gereicht. Aber ich will das Ganze jetzt nicht abschnippeln. Ne? Lassen wir mal so. Wie gesagt, ist ein erster Prototyp. Ich wollte nur mal gucken, ob das so, wie das überhaupt dann aussieht. So, dann denke ich mal, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Ganzen. Das Ding tun wir mal hier raus. Ich will auch nicht diesmal das so aufwendig machen. Ich fange dann einfach an und werde das Ganze heute nur mit Heißkleber kleben. Bin mal gespannt, wie das nachher wird. Ein bisschen schleifen müssen wir ja sowieso. Ich sehe nämlich schon, da ich wieder so ein bisschen, also so richtig rund ist das irgendwie auch wieder nicht geworden. Hat irgendwie auch wieder so leichte Eierform. Aber ihr kennt mich ja. So, dann fangen wir einfach mal mit dem Ganzen hier an. Ja, da werde ich ein bisschen schmörgeln müssen, aber ist egal. Jetzt kleben wir erstmal das Ganze hier so drauf. Wichtigste ist erstmal, dass hier drinnen das soweit bündig ist. Die Außenkante, das ist nicht so das Schlimme, da muss ich sowieso schleifen. So, das steht schon mal drin. Das ist schon mal gut. Dann lassen wir das hier schon mal was antrocknen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas drunter tun. Haben wir hier irgendwas? Wir nehmen einfach ein Stück Schmirgelpapier für drunter zu legen. Ich habe dann immer so ein bisschen Angst, dass ich mit dem Heißkleber die Schneidunterlage vermurkse. So, dann nehmen wir erstmal hin. Gucken wir mal. Wie gesagt, ich bin dann hingegangen, habe quasi das Teil genommen, habe das in der Mitte durchgeschnitten und bin dann hingegangen und habe entweder, ja doch, habe dann hier so quasi das Ding drauf gelegt, also ungefähr so wie mit den Krähenfüßen, und habe dann hier so eine Art Halbmond raus. Dann mit dem Locheisen hier ein Loch rein, dass das mit der Rundung hier so passt. Ja? Und dann werden wir das Ganze jetzt erstmal ankleben. In der Zwischenzeit kann das eine Teil dann schon mal was abkühlen mit dem Kleber. So. Ich bin echt mal gespannt, ob das nachher wieder da aussieht. Wie gesagt, Leute, so ein bisschen habe ich mir schon was überlegt gehabt, aber nicht so megamäßig. Also kann auch sein, dass das Ding nachher kacke aussieht, aber wir gucken einfach mal. Ich werde einige Sachen jetzt einfach frei improvisieren. Wird ja meistens machen. So. Das Ganze hier dran drücken. Dann lassen wir das jetzt auch erstmal ein bisschen trocknen. Fahren schon Sachen runter. Dann machen wir nämlich mit dem Teil hier weiter. So. Ich glaube, so langsam kann man schon so ein bisschen erkennen, wie ich das mir vorstelle. Wie gesagt, da kommt dann hier eine Kordel durch und da auch, also zum Halten. Und das wird dann quasi hier so der Deckel, den man dann hoch machen kann, damit man an das Ganze noch dran kommt. Also wie gesagt, soweit der Plan. Hier oben werde ich noch irgendwas drauf basteln, da weiß ich aber auch noch nicht so ganz. Ich glaube, da hatte ich hier den Kranz gemacht. Aber den kleben wir mal hier drauf.
glaube, da hatte ich mir irgendwas bei gedacht. Packen wir einfach mal drauf das Ding. Und dann schauen wir mal, wie das klappt. So. Das so, und ich glaube, das Teil hatte ich mir, glaube ich, überlegt, dass ich hier oben noch irgendwie so ein irgendwas drauf mache. So. Ja, ich glaube ja. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe hier, glaube ich, noch Reststücke von einem Kernstab ausgeschnitten. Das weiß ich nicht, wie hoch machen wir das? Also brauchen wir, glaube ich, nicht. Machen wir auch wieder nach Augenmaß. Das Ganze wird wahrscheinlich alles ein bisschen schief und krumm, aber wie gesagt, ist jetzt erstmal nur so ein Prototyp, um zu gucken, wie es dann nachher mit der Elektrik aussieht. Das kann man nachher noch in hübscher bauen. So. Ja, das ist jetzt der Deckel. Dann kommt das hier so drauf. Durch beide Löcher kommt dann die Kordel. Und dann kann man das dann tragen. Ja. Naja, wir machen das jetzt erstmal. So, mal schauen. Haben wir hier viel zum Wegschleifen und Schneiden. So, das Ganze ist jetzt so halbwegs rund. Hoffe ich auf jeden Fall. Nehmen wir jetzt mal hin. Bin gespannt, ob ich das richtig hinkriege, Leute. So. Hier mal hin. Kleben den Deckel hier auch noch drauf. Wie gesagt, ich hätte vielleicht ein bisschen niedriger machen sollen, so 4-5 cm. Aber naja, gut. Aber ich glaube, das Ding das wird ja noch mal so übel. Für den ersten Prototypen. Und das hat man so auf das schnell aus dem Ärmel gezaubert, ohne groß sich vorher wirklich einen Plan zu machen. Also groben nur, ne? Muss ich sagen, könnte das Ding echt was werden. Ich bin mal gespannt, wie das dann im Dunkeln mit dem Ding hier aussieht. Ich habe mir das echt noch nie angeguckt. Übrigens könnt ihr das Ding, so Dinge auch dann für Zelt benutzen, ne, zum Aufhängen. Und wisst ihr, was das absolut geilste an dem Teil ist? Das könnt ihr auch noch über USB, über die Powerbank noch laden. Ne? Das war nämlich auch einer meiner Gedanken, dass man die Sachen dann wenn man unterwegs ist auf Con, dass man die problemlos laden kann. Ohne dass man immer so viel Batterien mit sich rumschleppen muss oder so. Ja, Powerbank hat ja mittlerweile fast jeder immer dabei, wenn er irgendwo hinfährt, für das Handy zu laden. Also die Dinger sind schon gut. Ich glaube, ja, was steht da? 8 Stunden, wenn das Licht anlässt, wenn das Ding voll geladen ist, und ich glaube 20 Stunden, wenn ich das richtig sehe, wenn der Flammeneffekt an ist. Also für nachts, wenn das Ding voll ist, ich glaube 4 oder 5 Stunden Ladezeit. 4 steht da. Naja, schon so ein Ding bei meiner Mutter gegeben, die hat das Ding 5 Stunden an der Steckdose gehabt. Also die Angaben, die scheinen auch nicht so ganz zu stimmen. Aber wie gesagt, so vom Gesamt her finde ich die Dinger einfach nur geil. So. Prinzipiell hatte ich jetzt echt überlegt, dann hier noch so Fliegengitter reinzumachen. Aber das lassen wir jetzt erstmal. Das ging jetzt einfach nur darum, dass ich die Löcher hier was stabilisieren wollte. Wir machen jetzt erstmal ohne. So. Ein bisschen Feinarbeit könnte man natürlich auch noch machen. Dann war so die Idee. Das Ding hier rein. Steht hier drin gut. Das ist wie gesagt an der Deckel. Also wie gesagt, stört euch nicht an der blauen Kordel. Ich werde da was anderes noch für einen Kordel holen. Theoretisch könnte ich die auch ein bisschen färben. Ne? Aber naja, mal gucken, weiß ich noch nicht. Das Ende hier, das ist ein bisschen auf. Das ist jetzt nicht so toll. Ein bisschen Kleber drauf. Geht das nicht
auseinander. So. Jetzt erstmal hier durch. Weil ich natürlich auch am Überlegen war, so was wie jetzt hier, ne, also nur das dickere, ne, das hier unten noch, dass man die Kordel quasi, ich sag jetzt mal so hat. Wäre vielleicht auch noch eine Idee, oder wie gesagt, das ist ja noch ein Prototyp. Mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Also mit den Löchern und so, das denke ich mal, wird schon funktionieren. Allerdings soll ich das wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen stabilisieren. Fliegengitter, aber so im Großen und Ganzen wird das schon klappen. So, das ist jetzt ein bisschen lang. Machen wir auch noch. Mal schauen. So. Haben wir noch eine Schere hier? Ja, die haben wir. Schneiden einfach mal was ab. So. Ja, doch, das funktioniert schon. Wie gesagt, dann können wir hier so den Deckel hoch machen, ne? Und dann die Elektrik wechseln. So, jetzt nehmen wir mal eine Fernbedienung. Ich will mir nämlich mal angucken, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. Also ich sage jetzt mal so, vom Grundbau ist das Ding jetzt schon soweit fertig, ne? Also wie ihr seht, jetzt keine große Sache. Gut, das ist jetzt hier so ein bisschen am Hin und Her wackeln. Aber ich denke mal, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn man das irgendwo hinhängt, ne? So, ich mache jetzt mal das Licht aus und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das im Dunkeln aussieht. Ich bin da echt neugierig. Gucken wir uns das ganze Elend doch mal an, ne? Machen wir schon mal an. Stecker raus, beziehungsweise Licht aus. Ja. Also so sieht das Ganze hier so aus. Wie gesagt, das ist jetzt nur so eine Idee mit den Löchern gewesen. Ich bin noch am Überlegen, da kann man ja auch andere Sachen rein. Aber ich meine, so für ein Dungeon oder sowas. Wie gesagt, ne, ich muss noch gucken, dass ich das noch ein bisschen stabiler mit dem Ding und dass das oben nicht so hin und her wabbelt. Aber so im Großen und Ganzen, so für auf die Schnelle ist das doch echt geil, oder? So, machen wir mal das Licht an. Obwohl, wartet mal Leute, wir gucken noch mal, wie das aussieht. Kann man den Flammeneffekt aus. So sieht das dann aus, wenn er das Ganze auf Dauerdings. Das weiß ich jetzt hier nicht. Was haltet ihr davon? Ich weiß jetzt nicht, ob man mich hier in dem Dunkeln überhaupt sieht. Aber ich sag jetzt mal so, für eine halbe Stunde oder Stunde Arbeit sieht das doch schon ja nicht mal so schlecht aus. Gut, ich muss noch ein bisschen Feinarbeit machen, ne? So, jetzt machen wir aber wirklich Licht wieder an. Das war jetzt mal ein kurzes Video, ne, zum Laternenbau, ne? Wie gesagt, da kann man jetzt noch ein bisschen was hübscher machen. Das werde ich wahrscheinlich machen. Vielleicht kriegt das Ding auch noch so ein paar Standfüße und so was drunter. Aber das seht ihr dann im nächsten Teil. Werde ich euch dann zeigen, was ich dann noch an Feinarbeiten dran gemacht habe. Wie gesagt, ich werde noch die Löcher mit Fliegengitter was verstärken, damit das nicht so schnell ausreißt und das Ganze auch ein bisschen stabiler noch wird. Noch ein bisschen hier schleifen, da was. Mal gucken, vielleicht kommen noch ein paar Verzierungen später drauf, wenn ich dann das Teil gepinselt habe. Aber ich muss sagen, so für auf die Schnelle mal, ne, finde ich das Ding ja nicht mal schlecht, oder? Was meint ihr? Ne? Also ich bin echt, also für das erste Mal, wie gesagt, das ist noch nicht alles so ganz ausgereift. Da muss ich mir bei ein paar Sachen noch ein bisschen Kopf machen, aber so im Großen und Ganzen, sage ich mal, so ans Ambiente-Teil, jetzt nicht für den Kampf, Leute, ne? Also das Ding habe ich jetzt nicht für den Kampf gedacht. Das ist mir jetzt so Ambiente für einen Dungeon oder irgend sowas. Oder wenn ihr draußen irgendwie kein offenes Feuer habt, dass ihr euch dann zum Ambiente so ein Ding da hinhängen könnt. Wie gesagt, die Gestaltung könnt ihr ja frei machen. Das ist jetzt nur so eine Anregung dann für euch. Und wie gesagt, die Dinger hier heißen bei Amazon LED-Flammenlampe, ne? Nur so als Tipp, wie gesagt, kriege ich kein Geld für, auch keine Werbung für Amazon oder für den Lampenhersteller. Da geht es nämlich, ich glaube, 20 Stück, ne? Oder so, oder 30, ich weiß ja nicht. Preislich liegen die alle so plus minus ein paar Euro, so um die zwischen 18 und 25 Euro für 2 Stück. Manche ein bisschen mehr, ein bisschen weniger.
Also ich sag jetzt mal so zwischen, ja, sag mal zwischen 15 und 30, irgend sowas. Müsst ihr gucken. Aber ich glaube, da gibt es groß keinen Unterschied. Die sehen gefühlt alle gleich aus. Ne? Also so viel dazu. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Projekt gefällt euch. Im nächsten Teil seht ihr dann, wie das Ganze dann fertig gepinselt aussieht und noch ein bisschen hübscher gemacht. Wie gesagt, ich habe das jetzt mal wieder auf die Schnelle gemacht. Entschuldigung Leute, aber wie gesagt, mir fehlt die Zeit, dann mehrere Videos zu machen in der Woche. Ich hoffe, es wird auch ab und zu mal wieder ein bisschen ruhiger, da ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit habe für meine Projekte. Ich habe ja selber auch immer einige Sachen in Planung, wie jetzt hier die Laterne, ne? Will auch demnächst mal ein paar Musikinstrumente bauen. Gitarre, aber nicht weiter verraten. Ne? Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns beim nächsten Teil, wenn ich das Ganze hier hübsch gepinselt habe und das Teil dann soweit fertig ist. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns.